Dieser Winter ist kälter als je zuvor. Die Temperaturen fallen auf -20 Grad und der Wind peitscht schmerzhaft auf die Haut. Die Schneeflocken fielen in dicken Mengen und bedeckten den gesamten Wald mit einer weißen Decke. Der große See in der Mitte des Waldes war zu einer Schicht gefroren, die dick genug war, um darauf zu laufen. Der Mann und sein Sohn, die dicke Pelzmäntel trugen, gingen langsam, als der Sohn plötzlich bemerkte, dass sich zwischen ihren Gesichtern etwas bewegte. Bei genauerem Hinsehen lagen mitten auf der riesigen Eisfläche zwei kleine Hirsche, deren schwache Beine vor Kälte zitterten. Sie wirkten erschöpft und unfähig aufzustehen. Der Mann runzelte die Stirn, vielleicht haben sie sich verirrt und sind mitten auf den See gerutscht und konnten sich auf dem rutschigen Eis nicht mehr fortbewegen. Vater und Sohn sahen sich an. Keiner musste etwas sagen, denn beide wussten, was als nächstes zu tun war. Sie rannten schnell nach Hause, um ihr Luftkissenfahrzeug zu holen, ein Fahrzeug, das sich problemlos über Eis bewegen kann, ohne die Oberfläche aufzubrechen. Nur wenige Minuten später waren die beiden auf dem Boot und machten sich auf den Weg in die Mitte des Sees, wo die armen Tiere waren. Als sie sich den beiden Hirschen näherten, sahen sie Angst und Panik in deren großen Augen. Sie versuchten aufzustehen, fielen aber wieder hin und schlugen mit ihrem Körper schmerzerfüllt, aber hilflos auf dem Eis auf. Der Mann kniete sanft nieder, streichelte sanft ein kleines Reh und tröstete es. Nach einer kurzen Diskussion mit seinem Sohn beschloss er, jedem Hirsch ein Seil an die Beine zu binden und sie mit einem Luftkissenfahrzeug ans Ufer zu ziehen. Vorsichtig schlang der Junge die Schnur um die schlanken Beine des ersten Hirsches. Als der Motor ansprang, glitt der Hirsch sanft über das Eis, mit weit aufgerissenen und verwirrten Augen, aber ohne Widerstand. Es dauerte nicht lange, bis das Tier sicher an Land gebracht wurde. Der Mann drehte sich um den restlichen Hirsch herauszuziehen. Der Vorgang verlief reibungslos und im Handumdrehen waren beide Tiere in Ufernähe gebracht. Sie zitterten noch immer und wagten nicht, sich zu bewegen. Doch nach einem Moment, als hätten sie gemerkt, dass sie außer Gefahr waren, standen sie langsam auf und gingen langsam in Richtung Wald. Als der Mann beobachtete, wie die beiden Tiere langsam in der Ferne verschwanden, war er erleichtert und glücklich, weil er ihnen geholfen hatte, der Gefahr zu entkommen. Doch unerwarteterweise blieb es dabei nicht. Als der Mann am nächsten Morgen aufwachte, hörte er seltsame Geräusche vor der Tür und konnte nicht glauben, was er sah. Die beiden kleinen Rehe, die er gestern gerettet hat, stehen ruhig vor seinem Haus. Sie rannten nicht weg und gerieten auch nicht in Panik, sie standen einfach nur da, mit einem Ausdruck von Freundlichkeit und Dankbarkeit in ihren Augen. Der Mann kicherte leise und spürte, wie eine unbeschreibliche Emotion in seinem Herzen aufstieg. Er eilte ins Haus, holte etwas Futter heraus und stellte es vor die beiden Tiere, sah ihnen beim köstlichen Fressen zu und streichelte ihr glänzendes Fell. Die Rückkehr der beiden kleinen Rehe ist nicht nur ein Akt der Dankbarkeit, sondern auch ein Beweis für die magische Verbindung zwischen Mensch und Natur. Auch wenn sie es nicht in Worte fassen konnten, drückten sie ihre Dankbarkeit auf ihre eigene Art aus und machten dem Mann klar, dass aufrichtige Freundlichkeit immer in Erinnerung bleibt. Mitten im kalten Winter erwärmte diese herzliche Antwort sein Herz und hinterließ eine wunderschöne Erinnerung an Mitgefühl und Verbundenheit zwischen allen Arten. Lieber Freund, danke, dass du dir das ganze Video angesehen hast. Wenn Sie es interessant finden, liken und abonnieren Sie den Kanal, um uns in den nächsten Folgen mehr Motivation zu geben.